schöner Fisch. Ja! Jawohl! Swedish anglers is the best. Der YouTube Predator Cup 2018 wird präsentiert von Duo Germany, Angel Joe und Bass Brigade. Liebe Zuschauer, es ist soweit. Heute küren wir den ersten Champion in der Geschichte des YouTube Predator Cup. Wer holt sich den Pott? Ihr werdet es jetzt erfahren. Mit 38,6 Punkten Vorsprung geht Dustin in die heutige Partie. Doch Tobias hat zweimal 3 Stunden Angelzeit, um diesen Vorteil wettzumachen. Du hast ein bisschen vorgelegt mit 38,6 Punkten. Das ist nicht wirklich viel. Das kann er rausreißen mit einem kleinen Fisch und dann ist wieder 0-0. Und heute wird vom Ufer aus geangelt. Und Leute, ich weiß nicht, ob ihr jemals ein Video gesehen habt, dass der Dustin vom Ufer aus geangelt hat. Ich kann mich an keins erinnern. So, du liebst es heute. Ich liebe es, ja. Nein, es gibt's, ist auch schön. Also ich bin mal gespannt, wie es läuft, aber es ist natürlich für mich ungewohnt, muss ich sagen. Ja, klar. Okay. So, okay. Es steht fest, du machst die ersten 3 Stunden. Leider, ja. Und du machst die zweiten 3 Stunden. You fish the next 3 hours. Yes. Then I would say we start to fish now. Okay, Okay. again, fair match like yesterday. Yeah, it was good. Yeah, it was great. Good and Fair fair. fishing. Yeah, Okay. like always. Noch geht es ganz freundschaftlich zu, aber die beiden, man merkt schon, die stehen sehr unter Strom. Die wollen beide unbedingt gewinnen. Heute werde ich so machen, wie er es gestern gemacht hat. Ich werde gucken, was er macht Ja. und dann kopieren. Genau das hat er auch über dich gesagt. Wer kopiert denn dann wen? Ach so, ja, weiß ich auch nicht. Also gestern hat er es ja bei mir gemacht, sehr erfolgreich. Und heute werde ich es einfach bei ihm machen, hoffentlich auch sehr erfolgreich. Right, Tobi? Yeah, what? I just said I copy you today. Sure. It's, I have some flat with me and you can borrow. yeah, give me one. Ja. Bist du denn zufrieden mit deiner ausgewählten Stelle? Ja, das ist die einzige Stelle, die ich kannte. Also ich kann gar nichts dazu sagen, um ehrlich zu sein. Ich habe hier noch nie vom Ufer geangelt. Deswegen abwarten. Der Wind steht ein bisschen bescheuert für eine gute Köderführung, aber irgendwie wird es schon klappen. Okay. Aber ich, Und hast du dann gegebenenfalls noch mehr Stellen in petto oder willst du 3 Stunden einfach hier ausharren? das werde ich, also ich habe noch ein paar in petto, aber ich glaube, ich bleibe nicht sehr lange hier und gehe dann vielleicht direkt zu seiner Stelle. Ah, okay. Okay. Gucken wir mal. Alles klar. Ja, abwarten. So, zum Wetterlage ist es halt sehr, sehr kalt. Wir haben ungefähr 2 bis 3 Grad schön Sonne, aber der Wind steht drauf. Aber wir kriegen keinen Regen, also von daher. So, Toby, how is your tactic for today? Yeah, my tactic is to really try to catch 3 big fish. The thing is, where I'm going to later, there's no perch and no sounder. So I kind of need to catch a big perch or big sounder. Now, his first 3 hours, but I think it's going to be hard with this wind and this weather. Ja, absolut. And we have no information about this spot because we haven't been pre-fishing here. But it's fun to be back here, where my first game was with Fight Wilde. Oh wow, Yeah. this was on this place. Yeah, it was on this spot. Okay. The first yeah. 1.5 hours with him. So back where it all started for me. Beide Angler fischen heute ausschließlich vom Ufer, dürfen nur Kunstköder verwenden und maximal 3-maßige Raubfische in die Wertung einbringen. Die Länge der Fische wird in Zentimetern gemessen und mit einem Faktor multipliziert, der für Hecht bei 1, für Zander bei 1,3 und für Barsch bei 2,4 liegt. Okay, let's do it. Aber du hast doch erst einen Wurf gemacht. Egal. Warum willst du den Spot schon wechseln, weil du nicht so viel gute Köderkontrolle hast? Scheiß Gefühl? Weil ich ein scheiß Gefühl habe, ja. Okay. Und ja, der Wind bläst so von der Seite, man hat einen krassen Schnurbogen, kaum Köderkontrolle, man muss zu schwer fischen.
Das macht keinen Spaß, da gehe ich lieber zu einem anderen Spot. Wenn es hier ein Spot wäre, wo man nach links, rechts und so werfen kann, dann kann man sich richtig zum Wind stellen. Aber hier ist nur eine Wurfrichtung gut und deshalb glaube ich, sollte man den Spot wechseln. Ich habe es gerade mit Tobi besprochen, der findet das auch okay. Ja, okay. Das heißt, das machen wir jetzt. Das ging schnell. Dustin gefallen die Bedingungen am ersten Spot überhaupt nicht. Deshalb wechselt er nach wenigen Minuten zum ersten Mal den Angelplatz. Dustin, deine neue Stelle, die du jetzt ausgesucht hast, ist ein bisschen besser. Mit welchen Fischarten ist hier zu rechnen? Ja, hier sind alle 3 Fischarten drin, aber es macht jetzt hier keinen Sinn, glaube ich, auf Barsch zu angeln. Also vor allem Hecht und Zander. Und hier werden auch regelmäßig sehr große Fische gefangen. Ich weiß von einem über 1,20er Hecht, der hier gefangen wurde zu einer gleichen Jahreszeit. Und ich habe hier auch schon 80 plus Zander drin gefangen. Also hier sind auf jeden Fall große Fische drin und die Köderkontrolle ist hier deutlich besser als da draußen eben. Ja. Deswegen glaube ich, ja, haben wir hier mehr Chancen. Ich bin gespannt, ja, auf jeden Fall. I've been actually fishing here once before. I fished here in the pre-fishing against the Fight Wilde, and then I caught 5 sanders, and actually Fight caught like 2 sanders. So I kind of know this spot, and I know how to fish it. And since we caught some sanders then, I think I could catch some sanders now. And my target is not to go for pike at the moment. I have the flatus min on as usual, good all-round lure. So I might catch a small perch. That could actually be quite good today, since the perch are worth so many points. Or I could catch some decent sanders, and that could also be good. So that's my tactic at the moment, but you never know. Just missed the fish. Oh, that's not good. I saw the bite. That was for a short time on. Yeah. But you lost it? Like half a second or something. You don't set the hook. Oh, I think it just took quite bad. Not a good sign. So the pressure's big? Yeah, I think it was just a small nibble. Like it took, like I'm using a jig, I think it just took in the back paddle. But when there's one fish, there might maybe. be more. No. I think actually it was a small perch, if I'm gonna be honest. Sieht danach aus, dass er gerade einen Barschbiss hatte. Müsste man die Taktik jetzt vielleicht doch nochmal überdenken. Leichtere Route, kleinerer Köder. Mal gucken, abwarten. Yeah. You lost your tail? I lost Not the tail. The tail of the fish. Yeah. So Maybe it was a predator. maybe it was, predator or small perch. Why he's running? Yeah, that's a good question. Why are you running, Dustin? But you fish really tiny lures. Yeah, kind of need to catch something. Okay. But I don't want him to catch anything. So I shouldn't have done this. Like that. This was a bad plan. I should have stuck to the big glass, because then he wouldn't know that there was a small perch here. So, yeah, but I have to do it. But still, if they are like 20 centimeters, it doesn't matter that much. Ja, Sporty Spice Dustin organisiert sich eine Barschroute, nachdem er einen Biss bekommen hatte. Und so schnell am Rennen, hin und her. Also der Druck ist schon ein bisschen da. Sie sind auch beide sehr, sehr still. Wollen nicht wirklich mit der Sprache raus, wie sie angeln, was sie tun. Und dann kommt er wieder angerannt. Fish on, fish on. Fish on. Big fish, big fish. Yeah. More back. Yeah. Hold it. I thought this was a decent perch. This was not good. Well, it's a good to catch a fish, but I thought a good perch would have been so much better. Yeah. Yeah, it is. Okay, Yeah. count. It count. Yes! Now I'm in the lead in the final. And it's not a big pike, and I think we're gonna catch more, so I don't think it matters, because there's plenty of time more. But still, if there's slow fishing today, this pike could be important. If I catch 2 more and he catches 2 more, I will win this
tournament, probably. So let's put it back and hope it doesn't take on his lure. Bye bye, small pikey. It's always fun to catch fish like this early, because then you get some information that you're doing something right. So I'm just gonna keep fishing. Did you have the fish? Yeah. I'm gonna keep fishing. Ein kleiner Fisch, der jedoch einen Führungswechsel herbeiführt. Mit 45 cm hat dieser Hecht genau das Mindestmaß des Gewässers und Tobi liegt vorne. Dein Vorsprung ist damit passé. Ja, das stimmt. Aber wir haben echt noch lange Zeit. Und Apropos Zeit, dann check ich mal gerade. ist jetzt nicht so, dass... Oh, fuck. Fuck. Was ist passiert? Fühlte sich an wie ein Barschbiss. Oha, das würde natürlich alles rausreißen. Also wir haben jetzt 1 Stunde geangelt. Du hast noch 2 weitere Stunden. Ja. Und wie man sehen kann, kann sich das ganz schnell ändern. Ja, also wie gesagt, der 45er Hecht bereitet mir jetzt noch nicht so viel Sorge. Wenn der später kommen würde, kurz vor Schluss, und es wäre der Spielstand, dann wäre es natürlich was anderes. Aber er hat schon angekündigt, wir gehen nachher noch zu einer Hechtstelle und da kann man tatsächlich auch noch ein paar Fische fangen. Deswegen bin ich noch guter Dinge, das auszugleichen. I hope this is not the pike. I think it's I don't know what it is. I hope it's a perch. Are you ready with the net? It's a small pike. Again. Oh. The net is too big for the small pike. Do you see the pike there? Yeah. This one was not big. But Okay. still, it's good that I catch some fish and he doesn't catch anything, because then I might like break him down a little bit, like thinking he's a bad angler. Might, I don't think so, but Tobi fängt auch den zweiten und den dritten Fisch des Tages, doch beide Hechte sind untermaßig und bringen ihm keine weiteren Zähler. before I like lost a fish, and then I had some scratch on my leader, so that might be a pike too. And the lure that got bitten off by the tail, it was brand new, so I don't think it was a perch. And that jig is quite good, plastic in it, so I think that might have been a pike with the teeth as well. So might be a lot of small pike there. We'll see. Ja, die Angler haben sich jetzt so ein bisschen voneinander entfernt. Wir stehen genau in der Mitte. Tobi fischt weiterhin die Stellen, wo er die kleinen Babyhechte gefangen hat. Und Dustin probiert so ein bisschen mehr den Kanal. Er spielt so ein bisschen mit den Gedanken, die Stelle zu wechseln, an die Plätze, wo der Tobi eigentlich angeln möchte, seine zweite Halbzeit. Ich weiß nicht genau, ob er weiß, was er jetzt tun soll. Auf jeden Fall hat er keinen Bock zu verlieren. Das merkt man ganz stark. Aber er malt sich jetzt ja auch wirklich keine großen Chancen aus, hier in dem Hafen Barsche oder Zander zu fangen. Das heißt also, seiner Meinung nach geht es dann doch irgendwie auf den Hecht drauf aus. Da kommt der Roman gerade von Rheinlandbooten vorbei, weil wir ja hier in der Nähe sind, bringt uns Kaffee und hier, der Tobi trinkt jetzt Kaffee, quatscht ein bisschen und Dustin angelt da hinten. Ja, der fühlt sich echt sicher, dass der das Ding gewinnt. Trinkt hier Kaffee. Wir machen uns aber jetzt auf den Weg Richtung Dustin, weil der Kescher muss zu denjenigen, der angelt. Ja, ein bisschen frustrierend gerade. Tobi führt mit dem 45er Hecht. Ich meine, das ist alles noch zu schaffen, aber im Moment beißt hier nicht so wirklich gut und ich habe nicht so viele Uferangelstellen im Petto. Das heißt, ich bin ein bisschen ratlos gerade, aber ich glaube, so schlimm ist es nicht. Ich werde noch ein paar andere Köder probieren, ein bisschen was im Mittelwasser geht und nicht auf dem Grund, und dann werde ich schon noch den einen oder anderen Fisch fangen und zumindest ausgleichen. Ja, wir sind jetzt am neuen Spot. Hier vermute ich auch Barsche. Und deshalb fange ich jetzt mit Dropshot, wenn ich es entknotet bekomme. Ich habe mir jetzt vorher fertig gemacht und habe es jetzt aber verknotet bis zum geht nicht mehr. Es wird ja immer kälter und die Fische ziehen hier in den Hafen, also die Futterfische ziehen hier einfach in den Hafen und somit auch die Räuber. Und ja, jetzt versuche ich hier also große Barsche werden wir hier nicht kriegen, aber einen maßigen Barsch zu kriegen mit einem Faktor von 2,4. Holt man damit schon ganz schön auf, weil sein 45er
Hecht ist jetzt auch nicht so riesig. Also ich werde es mit Dropshot versuchen und mit Spin Jigs. Als sie hergekommen sind, habe ich hier vorne im Hafen schon die ersten Barsche gesehen. Also die Wal ist nicht die schlechteste, auf jeden Fall, um den Barsch rauszuholen. Das würde natürlich alles ändern. Und das sind wir wieder vorne. Ja, mal gucken, ob sie dann so einen Barsch auch bekommen. Da sind sie auf jeden Fall. Yep, small one. So many bites, right? Yeah, but small ones. So klein, aber da steht auch der größere dazwischen. Da bin ich mir sicher. Yeah, I think there's too much small perch. I don't think there's any big perch. It could actually be, but I don't think we will catch them. So it's a waste of time for Dustin, I would say. And then we just have to think that he doesn't catch any fish during his 3 hours. And then I might have a good chance to win this, but still there's some time left. So we have to see. Yes! Yes! Kein Riese, aber bestimmt 22. Yes! Jawohl. Ja, zählt. Super. Zählt 22 Zentimeter. Ob sich Dustin je so über einen 22er Barsch gefreut hat? Heute ist er sehr glücklich über diesen Fang. Denn der Barsch hat genau das nötige Mindestmaß, um ihm die Führung zurückzubringen. So was so winzig kleine Fische ausmachen können, die können halt einfach mal alles wechseln. Jetzt führt halt der Dustin wieder und ja, man freut sich dann auch einfach über kleine Fische. Ne? Das kann immer so, die paar Zentimeter können immer deine Führung bedeuten. Und wir bleiben, wie gesagt, jetzt noch 15 Minuten hier, wegen der Fairness halber. Und dann wechseln wir den Spot. Ich glaube, beide Fische von uns werden wieder rausfallen, weil den nächsten Spot hat er auch im Halbfinale gefischt. Und ich habe gehört, er hat 5 Fische da gefangen, 5 Hechte. Und die waren alle deutlich größer als das, was wir jetzt aufs Band gelegt haben. Wir haben uns gerade zusammen entschieden, zu seinem Spot jetzt zu fahren. Das heißt, ich hätte noch 30 Minuten ungefähr für meiner Zeit. Die würde ich aber jetzt schon in seinen Spot investieren. Jetzt hat er natürlich einen riesen Vorteil. Er hat da schon mehrfach gefischt und weiß, wie es geht. Gucken wir mal. Halbzeit. Dustin liegt mit 360 zu 313,6 knapp vorne. Nun geht es an die Poldergräben, an denen Toby Daniel schon das Fürchten gelehrt hat. Doch Dustin hat sich umfangreich bei Daniel informiert, was ihn dort erwartet, und geht zumindest nicht völlig ahnungslos an die für ihn komplett neuen Stellen. Ihr glaubt, Weihnachten ist vorbei, jetzt geht's erst richtig los. Um 2018 Gebühren zu verabschieden, gibt es 2 Tage lang 18% auf fast alles im Onlineshop von hechtundbarsch.de. Der Gutscheincode lautet #Danke2018. Alle wichtigen Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sind kurz vorm nächsten Spot und ich muss sagen, ich bin jetzt wirklich sehr nervös, ganz klar. Es ist sein Spot, er hat da oft geangelt, er hat im Halbfinale Daniel da rausgeschlagen, haushoch, rausgehauen.
Und ja, ich führe zwar knapp, aber jetzt muss ich liefern. Ich sehe schwarz, aber ich gebe Vollgas und natürlich probiere ich das Ding nach Hause zu holen. Ganz klar. Der Pott muss in Deutschland bleiben. Wir sind jetzt an den Poldergräben, die Stelle vom Tobi. Dustin hat noch 20 Minuten Bestimmungszeit und der fängt hier vorne an. So Tobi, you're quite nervous now? Yeah, I'm quite nervous. Not that much, but a little bit. I'm more nervous now than I was in the start of the day, because now it's my spots, but it feels like I need to perform now. But I've done my homework, I know how to fish these waters. Yes. So. Für mich ist jetzt schwierig, war ich noch nie. Ich weiß, er hat hier sehr gut gefangen, habe ich auch schon gesagt. Ich habe mir jetzt einen Spinnerbait dran gemacht. Ich war nicht auf so flache Gewässer vorbereitet vorher, aber ich habe gesehen, er hat einen Spinnerbait dran gemacht. Hatte ich vom Barschangeln noch dabei, Gott sei Dank. Ja, ich probiere es einfach jetzt ihm nachzumachen und den einen oder anderen Fisch zu fangen. So, okay, und wir starten jetzt. Deine 20 Minuten beginnen ab jetzt. Okay. So, in diesem Moment ist die Zeit für Dustin vorbei. Die beiden sind allerdings so heiß und wollen unbedingt gewinnen, dass sie keine Zeit vor der Kamera verbringen wollen. Wir wechseln jetzt den Spot. Jetzt ist Tobi dran mit Bestimmen. We are at the final stretch where everything is going to be determined. It was here I fished against Daniel and I caught 3 pikes and he caught 1. And it's a really tight race. One fish will decide who will be the winner, and it's really exciting, and hopefully we're gonna catch 1 or 2 or more pikes here. So let's see who will be the winner of the first season of the YouTube Predator Cup. Good luck, my friend. Tight line. Tight lines. Catch some. Can I start? Yeah. But don't catch anything. Okay. Ja, oh. Helle Bite. Fuck. Nein! Fuck! Das ist der zweite Hecht, den ich jetzt hintereinander verloren habe. Schöner Hecht gewesen leider. Fuck! What's happened? I lost one as well. That was a proper attack. You can see the wave from far distance. And of course that one came off as well. Now I have some adrenaline. But that could have been a really important fish. What is the Swedish word for scheiße? For shit? Fan! Fan! Say it loud. Helvete! Förbannat helvetes jävla... I think you have to censor that. Ja. Catch up! Nett. Yes! Ja. Gut gemacht, ist 62 cm. Wunderschöner Fisch. Geil. Die beiden anderen waren größer, aber die man verliert, sind immer die größten. Wisst ihr doch. Schön, aber ist wichtig, der Fisch. Der darf zurück. Und tschüss, Kleiner. Danke dir. Yes. Und die Andenken nimmt man noch gerne mit für so einen schönen Hecht. Nach je einem Fehlbiss auf beiden Seiten kann Dustin den ersten Fisch der zweiten Halbzeit landen. Er scheint sich relativ schnell mit dem ungewohnten Terrain anzufreunden. Sein Vorsprung wächst, doch noch gibt es eine Menge Zeit für Tobi, den Spielstand zu seinen Gunsten zu drehen. It was not good at all that he caught that 62 cm pike, but luckily it was not that big. If I keep catching like 3 80 cm pike, it will still be enough for me.
So I'm just hoping I can have some luck. So, ich muss erstmal Luft holen. Nein, Quatsch, ich bin Sporty Spice. Aber die Jungs haben so ein Tempo drauf. Damals mit Daniel und Tobi war das wesentlich langsamer. Und hier geht Zug. Einer geht vor, der andere will nicht, dass der andere den ersten Wurf hat und dann immer wieder. Wir sind nur am Rennen. Also fast. Da war der nächste drauf. Das kostet jetzt natürlich Zeit, um zu montieren. Und er ist hier, der hat den Haken nicht gespürt, der Fisch. Den kriegt man jetzt natürlich nochmal. Scheiße, das wäre jetzt die Entscheidung gewesen. Das war aber ein großer Schwall. Shit. Ja, in so einer Phase wünscht man sich natürlich, dass man die 3 Fische, die man im Drill verloren hat, gekriegt hätte. Das würde jetzt alles ein bisschen entspannen. Aber so ist es bis zur letzten Minute offen, was nicht so leicht für die Nerven ist, wenn man ganz ehrlich ist. Ich glaube, wir haben noch eine Stunde zu angeln ungefähr. Stunde 10. Kann noch viel passieren. 2 60er Hechte und er gewinnt das Ding. What's your plan? I'm just gonna make some more casts here, then we're gonna go back, stop the time and go back to where you missed the previous week. Yes! Der müsste ein bisschen größer sein als der vorher. Geiler Biss. Measureboard haben wir nass gemacht. Das ist unglaublich. Adrenalin. Wow, guck mal, wie toll der aussieht. Ganz rosa am Bauch. So, das denn die. Hast du ihn vorne dran? 71 cm. So schön können 71 cm sein. Ja, geil. Oh Mann. Ich freue mich. Natürlich. 3 Fische voll gemacht. Danke dir. So, danke, Großer. Yes. It was an important fish, I think. Yeah, I think so. I think it's over. No, not over. But still, the best time is, I think, from now on. Ja, okay. Dann have to continue. Yeah. Weitere 71 Punkte für Dustin, der nun deutlich in Führung liegt. Tobi braucht dringend mindestens 2 Fische, wenn er den Pokal holen will. Er hat sich noch lange nicht aufgegeben und seine Comeback-Qualitäten sind uns allen ja hinlänglich bekannt. Der Fisch war sehr, sehr wichtig, aber das Schlimme ist, die Sache ist immer noch nicht gegessen. Hier 3 Hechte zu fangen in kurzer Zeit ist möglich, hat man gesehen. Ich habe jetzt insgesamt 5 drauf gehabt, 2 gefangen, 3 verloren. Man sieht, das ist alles noch drin. At the moment, Dustin really has the upper hand, but we calculated, and if I catch like 3 pikes around 80, I will take the lead again. And like you saw when I fished against Daniel on this spot, it's quite many pikes around 80, and this is absolutely the right period to catch them, because now we're starting to see bait fish jumping, and where's the bait fish, there's absolutely pike. I'm gonna need to catch them, but today it seems like there's a little bit slower fishing when I was fishing with Daniel, because there's like a cold front coming now with yeah, so there's much more colder weather, and that might make the pike a little bit more harder to catch when you're fishing in shallow waters like this. But what I have to do is just keep casting and casting and casting, and really hope this turn out well for me.
Ich bin da. Yes! Good work. Well done. Thanks, my friend. You really did a good job today. So, 76 Ja. sogar. 76 locker. Genau 76 Zentimeter. Anders als die anderen Hechte hat der den richtig weggeschluckt. Also die anderen haben ja, ich habe ja jetzt, das ist mein 7. Kontakt und die anderen hingen alle knapp und der hat aber richtig tief geschluckt, aber den kriegen wir locker raus. Alles gut. 76er, wow, 4 Fische, 3 Fische voll, jetzt fühle ich mich doch ein bisschen sicherer. Jetzt muss er in den nächsten 30 Minuten schon ziemlich viel fangen. Ich habe gesagt, 7 Fische drauf gehabt heute, 3 leider nur gefangen oder 3 gefangen hier im Polder, aber die reichen und ich bin natürlich mega happy, ey. Puh. Yes. Das ist dein Erfolgsköder. Ja, das ist ein Da ein ist Stanley Spinnerbait, sehr guter Köder. Ich habe gesehen, er fischt auch mit Spinnerbaits. Deswegen habe ich das auch probiert. Bin ein bisschen kleiner gegangen, weil ich dachte, ey, das Gewässer ist nicht so groß, hier sind kleinere Hechte drin. Und bis jetzt funktioniert das ganz gut. Dustin hat einen echten Lauf. Während Tobi an den Poldern bisher nichts gelingen will, kann Dustin seinen kleinen Barsch durch diesen prächtigen Hecht ersetzen und noch mehr Punkte aufs Scoreboard packen. War das die Vorentscheidung? So, wir haben jetzt kurz mal durchgerechnet. Der Tobi müsste jetzt 3 Hechte von über 82, 83 Zentimeter fangen, so around, um das Ding einfach noch rumzureißen. Möglich ist alles, aber die Zeit rennt. Wir haben jetzt nur noch, Moment, auch das checke ich gerade mal. Wir haben nur noch 25 Minuten Angelzeit. Wird schwer. Yeah, and Dustin, he's done a really good job today. Like he has been doing what I've been doing all the other matches. He copied me Yeah. and did the better and fished better. Oh ja, So so he's a really good angler. yeah, he's a But- really good angler and he really adapted really quick to this spot. But still, there's some time left. I can catch like a 120 centimeter spike and an 80 centimeters. So I'm gonna do my best. All right. Ja, Hammer, Dustin. Damit machst du es deinem Gegner aber echt schwer, das aufzuholen. Ja, der wird ja keine Verbesserung, glaube ich. Nein, stimmt. 3, 4, 64. 64. Glatt. Noch eine kleine Verbesserung um 2 cm. Und auch wieder so schön rot. Schöner Spitzer. Mein Köder ist jetzt auch kaputt. Stanley Spinnerbait kann ich nur empfehlen, wirklich. Traumköder. Ohne Werbung zu machen. Bin ja nicht gesponsert oder so. Yes. So, Und es sind noch 10 Minuten. 10 Minuten. Puh, eine kleine Verbesserung. Aber Köder ist dahin, glaube ich. Hingerafft. Ah nee, gut aus. Man sich gar nicht vorstellen. Ne? Also der Köder erstmal, super Köder, wirklich, kann ich nur empfehlen. Eigentlich fische ich damit auch auf Barsch. Aber dieses Mal hat der ganze Dienst beim Hechtangeln geleistet. Freut mich, weil ich habe den in dem Turnier wirklich oft gefischt, um immer Barsche zu fangen. Und irgendwie habe ich nie was gekriegt. Und jetzt endlich hat er sich bezahlt gemacht. Wenn man sich hier den Polder anguckt, der ist nicht breiter als 3 Meter. Ist echt krass, aber die Fische beißen. Ich glaube, in 10 Minuten wird es eng, mir das Ding noch zu nehmen. Das heißt, ich bin schon voller Vorfreude. Last cast for me this tournament. Last cast? Yeah, we're done. We're done.
we're done. Yeah, we're done. Yeah, I'm happy. Hey, Good work. Oh, sorry, wait. Hey, Good work. it was Well done. great fishing with Yeah. you. And I have to say one thing, because I always saw it in your videos. Yeah. German anglers are the best. Just kidding. Hey, it was great fishing Yeah, with it you. was really great and really fair. Yeah. Really very much. I think so too. It was really fair. And I hope we will fish again. Absolutely. Yeah. Well-deserved winner of this year. Thank you very much. Next year, maybe it's you. Maybe. We'll see. Yes! Wir haben einen Gewinner! Woo! Ich freue mich riesig, weil ich finde, das habe ich zu Juli, dem Kameramann, gesagt und auch zu vielen anderen Leuten. Ich finde, das ist viel nervenaufreibender als bei den großen Turnieren bei der WPC oder so, weil du hast einen Kameramann direkt hinter dir, das ist 1 gegen 1, du fischst am gleichen Spot. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass es geklappt hat. Und damit wir es auch nicht wieder vergessen, falls euch das gefallen hat, natürlich kommentieren, einen Daumen da lassen und checkt auch aus Tobis seinen Kanal, YouTube-Kanal gratis und von Dustin Barschalarm. TV, BATV. Und schaut doch mal bei mir vorbei, Babs World of Bei Fishing. Babsi, klar. Wir sehen uns zur Siegerehrung. Ja. Wenn ich mal sagen muss, also beide waren ja sehr aufgeregt, die haben viel gezittert, die haben immer viel geguckt in die Köderkiste, was kann ich anders machen, was kann ich besser machen. Aber jetzt sind sie da und es steht halt ein Sieger fest. Wollt ihr, bevor wir die große Siegerehrung machen, noch irgendwas sagen? Want you say something? Maybe a thank you or... Yeah, I want to say that Swedish anglers are the best. Except for one day. And that it was today. Except for one day. Oh, okay. But you comes back, right? Yeah, I'll come back for sure. I'm gonna be in the next year's edition. Aber die Staffel 1 beenden wir mit dem also wirklich auch großartigen Dustin. Dustin, großartig geangelt. Auch heute vom Ufer nochmal alles rausgehauen. Ja. Viele denken vielleicht, du bist ein reiner Bootsangler, wenn man dich häufig vom Boot angeln sieht. Immer. Aber trotzdem heute auch sehr erfolgreich gewesen, dann Ja. am Poldergraben. Verdient gewonnen, geil. Ich finde, du bist ein würdiger erster Titelträger des neuen Pokals. Ich Freu hoffe, mich. du wirst ihn auch verteidigen nächstes Das Jahr. hoffe ich auch natürlich. Also, oder versuchen zu verteidigen. Ja. Auf jeden Fall daran teilnehmen nochmal. Das wäre nice. Ein echter Champ braucht einen richtigen Pokal. Ja. Deswegen haben wir auch eine leichtfüßige Pokalfee organisiert. Die, ja, von Meister zu Meister, würde ich sagen. Von Meister zu Meister. Genau. Unser Gehalt war, glaube ich, anders. Ja, das mag sein, aber dafür hast du einen größeren als ich. So. Alles will man Ehrlich? sagen. Das, oh. Okay, ich freue mich riesig. Danke für den Pokal. An der Stelle auch nochmal vielen Dank an Hecht und Barsch. Das sieht man wahrscheinlich nicht immer, aber es steckt extrem viel Arbeit hinter. Deswegen vielen Dank. Ich bin froh, dabei sein zu dürfen oder dass ich mitfischen durfte und versuche natürlich den Pokal zu verteidigen im nächsten Jahr. Dankeschön. Es ist amtlich. Der erste Champion des YouTube Predator Cup ist Dustin Schöne vom Kanal BATV Barschalarm TV. Wie ihr vielleicht schon wisst, wird es das Turnier auch im kommenden Jahr geben mit leicht veränderten Regeln und einem noch stärkeren Teilnehmerfeld als in 2018. Wir möchten uns ganz herzlich bei euch Zuschauern bedanken. Ihr habt das Format gefordert, ihr habt es bekommen und ihr honoriert es mit großartigen Einschaltquoten. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr auch zur zweiten Staffel wieder dabei wärt und auch in der Zwischenzeit Hecht und Barsch.de die Treue halten würdet. Ein riesiges Dankeschön geht außerdem an unsere Sponsoren, besonders an unsere Hauptsponsoren Angel Joe, Duo und Bass Brigade, die uns neben unseren treuen Kunden maßgeblich dabei geholfen haben, die Produktion dieser Staffel zu finanzieren. Nicht vergessen möchten wir die großartigen Angler, die dieses Turnier zu dem gemacht haben, was es ist. Ein packender Wettbewerb mit interessanten Charakteren, spannenden Spielverläufen und großartigen Fängen. Ein weiteres großes Danke geht an Babs Kiewski, die ihre Folgen stets mit viel Leidenschaft und Enthusiasmus bereichert hat. Und last but not least, ein richtig fettes Dankeschön geht an die deutsche Stimme von Jean-Claude Van Damme.
Ja, und das bin ich, der Charles Rettinghaus. Und das war von mir ein Freundschaftsdienst, diese 17 Folgen stimmlich zu begleiten, weil der Toni ist nämlich ein guter Freund von meinem süßen Töchterchen Annabelle. Und da die sich schon so lange kennen, von ganz klein auf an, und er mich bat, kannst du uns da ein bisschen unterstützen? Da habe ich gesagt, ja klar, mache ich gerne. Ich dachte, das wäre ein Filmchen und dass dann da auf einmal 17 kommen, das ist eine richtige Netflix-Serie, kann man schon sagen. Das wusste ich nicht, aber es hat mir Spaß gemacht. Ich habe vom Angeln keine Ahnung. Ich habe eine Angel von den Jungs bekommen, von Hecht und Barsch. Und wenn es dann nächstes Jahr weitergehen sollte und das jetzt richtig durch die Decke geht, durch euch, durch die Zuhörer, Zuschauer und wir hier streamingmäßig richtig abgehen, wie so, sag ich mal, wie so The Walking Dead, wo ich ja auch den Negan synchronisiere, dann werde ich ja nächstes Jahr reich. Da verdiene ich ja Geld, noch und nöcher. Für jede Folge kriege ich eine Pauschale. Mal gucken, ob die 5- oder 4-stellig ist, weiß ich noch nicht. Und dann freue ich mich natürlich, dabei zu sein und weiterzumachen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, mache ich trotzdem mit. Weil es macht mir Spaß, junge Menschen zu unterstützen. Und ich habe keine Ahnung vom Angeln, aber es macht mir Spaß zu lernen. Ja? Mit 43,4 Zentimetern und 58,7 Zentimetern ist ja in meinem Alter, sind das ja schon Meter, ist das ja schon für mich. Ja? Deswegen, Leute, einen guten Rutsch in 2019, bleibt gesund und, wie sagt man bei euch, Petri, heil! Jo! Weil, wenn ich den jetzt wegbringe, passt keiner mehr rein bei mir ins Auto. Ehrlich jetzt, kein Witz. Da läuft der total.